Viele Menschen träumen vom Leben im Ausland. Und irgendwann kommt oft die gleiche Frage. Kaufe ich ein altes Haus mit Charakter oder lieber etwas Modernes? Genau hier treffen zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander. Auf der einen Seite die Algarve mit ihren jahrhundertealten Bauernhäusern, die sogenannten Quintas, Natursteinmauern und traditionellen Terrakottafliesen. Auf der anderen Seite Panama City, eine moderne Skyline mit Hochhäusern, Beton und einem Bautempo, das viele Europäer überrascht. Und genau deshalb dauert die Renovierung eines alten Bauernhauses an der Algarve oft länger als der Bau eines modernen Apartments in Panama City. Warum? Weil alte Häuser in Portugal Geschichte erzählen. Viele Gebäude wurden vor Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten errichtet. Und gerade in historischen Regionen gelten strenge Vorschriften für Fassaden, Materialien und Bauweise. Ein alter Kalkputz darf oft nicht einfach durch modernen Zement ersetzt werden. Originale Dachziegel oder traditionelle Fliesen müssen teilweise aufwendig restauriert oder nachgefertigt werden. Hinzu kommen Genehmigungen und versteckte Überraschungen. Feuchtigkeit, alte Leitungen, Natursteinmauern. Und manchmal stellt sich erst während der Arbeiten heraus, wie viel tatsächlich erneuert werden muss. Deshalb können größere Renovierungen an der Algarve durchaus 2 oder 3 Jahre dauern. In Panama City sieht die Welt völlig anders aus. Dort dominieren moderne Bauprojekte und Hochhäuser. Panama City gehört heute zu den Städten mit den meisten Wolkenkratzern Lateinamerikas. Viele Gebäude bestehen aus Beton und werden nach standardisierten Verfahren errichtet. Was in Europa oft Jahre dauert, wird dort teilweise deutlich schneller umgesetzt. Doch bedeutet schneller automatisch besser? Nicht unbedingt, denn viele Menschen, die an die Algarve ziehen, suchen genau das: Charakter, Geschichte, ein Haus mit Seele. Sie wissen, dass eine Renovierung Geduld verlangt, aber am Ende entsteht oft etwas Einzigartiges. Andere bevorzugen dagegen die Einfachheit. Ein modernes Apartment, weniger Arbeit, weniger Überraschungen und einen schnelleren Start ins neue Leben. Beides hat seine Vorteile. Die Algarve steht eher für Tradition und Geduld. Panama City für Dynamik und moderne Entwicklung. Und vielleicht hängt die richtige Entscheidung am Ende gar nicht vom Geld ab, sondern davon, welche Art von Leben man wirklich führen möchte. Würdest du lieber ein historisches Bauernhaus an der Algarve restaurieren oder ein modernes Apartment in Panama City kaufen? Schreib es unten in die Kommentare.